Ich war nie ein Rapper, trotzdem bin ich heute mit dem Bus da, mit dem Brabus. Und es ist nicht nur irgendein Brabus, es ist der G900 als Rocket Edition. Und ich habe es geschafft, denn mein Ziel war ja nie Abitur, sondern Brabus. Und dieses Teil hier hat einiges drauf, denn es gibt nur 25 Stück davon weltweit und die sind alle ausverkauft. Warum? 900 PS, sind 3,7 Sekunden auf 100. Alter, er wird 280 km/h schnell und er kostet läppische 571.000 Euro. Boom! Was dieses Auto hier kann, ob ihr es vielleicht noch irgendwie ergattern könnt, wie der Innenraum ist, wie sich sowas fährt, was ihr da vielleicht noch machen könnt, warum ich hier bin und an dieses Auto komme, das erfahrt ihr alles in diesem Review. Ihr erfahrt nämlich alles über dieses Auto und vieles über Brabus und einiges über mich. Ich bin der Jan, hallöchen. Bei uns gibt es jeden Tag ein neues Review um 17 Uhr von der bezaubernden Jessie oder mir. Abonniert genau den Kanal, denn da seid ihr unterhalten, informiert und vollkommen. Ja, und dann geht es jetzt los hier mit diesem, wie soll ich sagen, Schmuckstück. Ja, und ganz am Anfang spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Warum lache ich? Naja, GoLeasy wird den vermutlich nicht im Leasing haben, weil es den ja gar nicht mehr auf dem freien Markt gibt und schon gar nicht im Leasing. Ich glaube, dieses Auto war nach irgendwie 24, 48 Stunden komplett ausverkauft. Das normale G-Modell, also der G63, ist die Basis hierfür. Der ist, glaube ich, auf 24 Monate, also 2 Jahre ausverkauft. Unglaublich. Was war jetzt hier? Erstmal die Idee von Brabus. Da sprechen wir nämlich ein bisschen über die Historie. Wir sind hier in Bottrop. Ja, und der Bodo Buschmann hat Brabus in Bottrop gegründet, 1977. Und das ist ein Veredler von Bensern. Die machen also das Beste noch besser. Eigentlich eine geniale Idee, aber wenn man die so jemand erzählt, wird man sagen, so, dafür gibt es doch keinen Markt. Oh doch, dafür gibt es einen Markt. Und zwar weltweit gibt es nicht nur Scheichs, sondern auch Superreiche, die einfach in dem Fall hier mal 571.000 Flocken übrig haben, um so ein G-Modell tiefer zu legen, stärker zu machen, lauter zu machen, edler zu machen, luxuriöser zu machen. Und was das jetzt so alles ausmacht, ja, das werden wir in dem Review besprechen. Wir haben hier natürlich ein Aero-Kit drauf, wir haben hier oben einen Monster-Spoiler zum Beispiel drauf, da ist ein Gewindefahrwerk drin, der ist ein bisschen tiefer eben. Ja, und dass sich das verkauft, wundert mich selbst ein bisschen. Dass es Menschen gibt, die so viel Geld haben, wundert mich selbst ein bisschen. Ja, Cristiano Ronaldo zum Beispiel fährt so ein Schätzchen. Katar will, glaube ich, so ein Schätzchen haben. Ein oder anderer Fußballprofi hat sowas. Also das ist was für Leute, die so ein bisschen extrovertiert sind, die allerdings sehr viel Bock auf Autos haben und es auch honorieren, wenn eine Firma wie Brabus sehr viel Liebe ins Detail steckt und eben auch das Thema liebt. Und ich habe mich mit sehr vielen Leuten unterhalten und da ist kein einziger dabei, der nicht absolut 100% Bock auf Autos hat. Und das hat mich überzeugt. Ganz ehrlich. 462 ist er lang, 2,4 Meter breit. Übrigens, ich bin auch ein Typ, der absolut Bock auf Autos hat, sonst würde ich den Job nicht machen. Und deshalb stelle ich euch auch die Autos vor, auch wenn alles elektrisch wird. Aber sowas hat halt, weil es einfach ganz kleine Stückzahlen sind, aus meiner Sicht seine Daseinsberechtigung. So, aber jetzt gibt es kein grünes Gerede mehr heute. Ich bin ein Auto-Review-Kanal, beziehungsweise wir stellen Autos vor. Basta! Sondern wir schauen uns an, was das Auto vorne kann. Und kommt er euch nicht extrem flach, ja, also 4,5 cm flacher und extrem breit vor, 10 cm breiter mit dem Bodykit hier drauf. Aber erstmal schaut ihn euch von vorne an. Hier Brabus fett drauf. Ja, es ist rot beleuchtet hier, Rocket steht hier vorne, schaut mal hier. Und wir haben die Rocket-typischen 2 roten Streben in diesem Carbon-Teil. Und jedes Mal, wenn ich jetzt Carbon sage, sollt ihr einen Shot trinken oder auf Like drücken, weil dieses Auto hat mehr Carbon als Carbon selbst. Keine Ahnung, also Brabus steht halt für Carbon. Die Haube hier vorne
Die ist zwar geschlossen, aber mächtig aus. Carbon, Brabus steht hier wieder drauf. Und typisch für die G-Klasse sind ja diesen kugelrunden Leuchten hier in der neuen Version, die es ja beim G-Modell seit 2018 gibt. Und ja, der ganze Frontspoiler hier vorne ist neu, ist größer und besteht zum Teil aus, genau, Carbon hier in den großen Lufteinlässen. Und hier vorne haben wir so eine extrem schöne, genau, Carbonlippe. Und hier die Flaps an der Seite in diesem Rocket Rot drauf. Mega. Und dann haben wir hier diese Whitebody-Verbreiterung. Schaut euch die gern mal an, weil die das Auto echt breiter macht. Man kann hier auch so drunter fassen und sieht schön, wie breit das Auto ist. Und Carbon-Spiegelkappen hier. Von vorne ist dieses Auto eine Erscheinung. Es ist natürlich ein bisschen pervers, was man hier machen will, nämlich ein aerodynamisch optimiertes Auto machen. Aber das Auto ist vor allem mit der steilen Scheibe da vorne halt eine fahrende Schrankwand. Irgendwie verrückt, aber irgendwie auch geil und umso konsequenter, dass man den halt auf ein Gewindefahrwerk gesetzt hat, 4,5 cm tiefer und schaut mal, wie geil das aussieht, wenn man einmal hier drum geht. Man sieht auch so im Radkasten ist ein bisschen weniger Platz und das absolute optische Highlight für mich ist hier ja, dieser Spoiler da oben. Ich habe sowas noch nie gesehen auf einer G-Klasse. Für die einen ist es wahrscheinlich optisch das Schlimmste, was man machen kann. Und für unseren Vermieter wahrscheinlich das Schönste, weil der überlegt, sich so ein Auto zu kaufen. Wahrscheinlich sollten wir mal aufhören, unsere Miete zu überweisen, Manu, ne? Und jetzt gehen wir vielleicht ein bisschen an die Seite und schauen uns mal die Reifen an. Und es ist ein bisschen schade, weil normalerweise auf Sommerrädern steht der auf 24 Zoll Monoblock Felgen. Natürlich schwarz, aber wir haben die Winterräder drauf, also sind es nur 23 Zoll. Und jetzt schauen wir die mal an. Brabus hier in der Mitte, schwarz, roter Brabus-Bremssattel da, 400 mm Durchmesser vorne, es sind 370 hinten und hier steht dann nochmal Platinum drauf, schaut euch das an, großartig, also sehr viel Liebe fürs Detail. Rocket steht hier, natürlich Carbon-Einleger, Brabus steht hier, die Zierleiste hier ersetzt durch Carbon, die Spiegelkappe zur Hälfte ersetzt durch Carbon und was ich schön finde, wenn das Auto an ist, hier haben wir ja diese Einstiegsleiste dann nochmal mit LED-Leuchten ausgeschmückt und guck mal hier, die Auspuffanlage rot beleuchtet. Geht mehr Porno in einem Auto? Ich glaube nicht. Titan hier drauf und es gibt hier so eine Coming Home, Leaving Home Funktion, heißt dieses Auto will die Nachbarn nicht nerven, also man kann leise nach Hause kommen. Ja, wir haben auch noch so ein Blow-Off-Ventil, wenn man vom Gas geht, so wie bei Gruppe 9 Autos klingt der besonders, werden wir dann nachher anschauen. Brabus hier in den Türgriffen drin, also an Brabus und Carbon hat man an diesem Auto nicht gespart und jetzt hört mal, wie so eine Tür zugeht. Ich hätte so gern eine G-Klasse. Wäre ich nicht ein armer YouTuber, ich hätte einfach vielleicht ein anderes Business lernen müssen. Windows gründen zum Beispiel oder Google. Und wenn man das Auto jetzt von hinten anschaut, mein Gott, ist es eine Erscheinung. Und auch hier ist ein bisschen was getan. Schaut mal hier diese Einleger, schaut euch gerne den Dachkantenspoiler da oben an und schreibt mir in die Kommentare, wäre das was für euch? Würdet ihr euch sowas kaufen wollen? Würdet ihr damit rumfahren? Wir haben hinten, und jetzt wird es richtig pervers, natürlich auch noch einen Diffusor. Und dann haben wir hier dieses Sichtcarbon mit Brabus drauf. Aufs Rad hinten haben wir verzichtet. Ja, und das Auto, was ja mit 3 Sperrdifferentialen kommt, mit einem Leiterrahmen kommt, hier steht 900 Rocket Edition. Typische Rückleuchten hier. Und hier an der Seite haben wir dann nochmal ja, die Flaps. Und besonders bei dem Auto ist, ich glaube bisher haben die Rocket-Auszeichnungen nur Coupés oder Limos bekommen. Also ich glaube, es ist ein S65 AMG und es ist ein AMG GT und Jesse hat euch den GLE Rocket vorgestellt. Und jetzt mache ich hier mal auf. Die Tür öffnet typisch zur Seite hin und jetzt schaut euch mal an, wie das hier ausgekleidet ist. Und wenn ich davon spreche, dass Brabus auf die Details achtet, dann schaut mal, dass der ganze Boden hier mit Leder ausgekleidet ist. Brabus hier rot beleuchtet und zwar nicht nur ein bisschen, ne, sondern alles mit Leder. Alcantara ist es vermutlich hier oben und selbst wenn man dann in die Tür schaut, ist da mehr Leder drin, als in so einem Renault Twingo zu finden ist. Also nur in der Tür, ne? Das ist mega. Oh, wahrscheinlich hätte ich dieses Auto gern ohne das Teil da oben, aber ansonsten bin ich Riesenfan. Ich mache wieder zu und was man Jesse erklären musste ist, so geht so eine Tür zu.
Und ich öffne euch mal auf dieser Seite das Tor zum Paradies. Was man sagen muss, ist, wenn man kalte Finger hat, dieser Druckknopf, also ein bisschen eklig in der Hand. Und steige auf der anderen Seite ein. Und jetzt beschäftigen wir uns beim Auto, was einen 100-Liter-Tank hat, mal hier mit dem Platz hier hinten. Und wie pervers ist das? Die Rückbank ist ausgebaut und wir haben hier hinten 2 Einzelsitze. Und jetzt komme ich mal rein, mache hier zu mit Schmackes und schaut mal die Sitze an. Brabus Masterpiece, übrigens der Sohn von Bodo, der Konstantin, leitet das Unternehmen jetzt, ist also ein echtes Familienunternehmen. Hier haben wir schönes Leder, mega. Und vor allem der Boden, nicht nur Leder in der Fußmatte mit Brabus, nein, sondern auch drunter, Jessie darf euch das gerne zeigen, ganzen Boden mit Leder verkleidet. Wir haben die Einstiegsleiste mit Leder, wir haben in der Tür extrem viel Leder und die Burmesteranlage. Ja, und Carbon auch nochmal, auch da wurde nicht gespart. Und was jetzt mega geil ist, diese rote Pommestheke, Beleuchtung hier für Cupholder, nochmal hier mit Leder, wo man einfach sehr bequem drin sitzen kann. Auch diese typischen Brabus-Anzeigen hier mit der Geschwindigkeit, mit der Uhr. Ja, das ist schon mega, ne? Hier hat man dann auch nochmal eine kleine Leuchte zum Beispiel. Und jetzt guckt mal hier hinten kann ich dann Dinge steuern, wie zum Beispiel meinen Sitz kann ich steuern, kann hier ja, schön schick eine Massagefunktion anmachen, kann die Helligkeit hier ändern. Genau da geht es an, Jan. Hätte man sich ja auch mal vorher genauer anschauen können. Und auf meiner Seite auch, kann das allerdings hier auch schließen und dann ist hier eine Uhr. Da vorne ist übrigens typischerweise eine Panerei-Uhr. Ehrlich gesagt will ich hier ja gar nicht raus und muss es allerdings, weil ihr bezahlt mich gar nicht und schon gar nicht dafür, ja, dass ich in diesen Reviews hinten nur in einem Auto drin sitze. Brabus Carbon Einstiegsleiste. Und was wir jetzt machen, ist über das Motorchen sprechen. Was auch interessant ist, das ganze Carbon, was hier drin ist, macht das Auto auch nicht leichter. Ne? 2580 Kilo etwa und der wiegt genauso viel. Vielleicht ein paar Gramm mehr sogar noch als der normale G63. Aber ganz ehrlich, darum geht es beim Auto gar nicht. Was wir jetzt besprechen wollen, ist eine Sache, um die es sehr wohl geht, nämlich die Power. Und es ist nicht hier einfach nur so ein schofliges Chip-Tuning. Nein, der ganze Hubraum bei diesem geilen 8-Zylinder wurde von 4 auf 4,5 Liter erhöht. Die Kolben sind ein bisschen anders. Wir haben 2 neue Turbolader hier drin. Und ich mache jetzt hier mal auf und jetzt schaut euch das an. Brabus 900 Biturbo 4,5 Liter Bild. Hier ist eine Unterschrift. Hat man sich bei Mercedes angeguckt. Hier Leistungskurve von dem Motor. Alter. Das Auto beschleunigt in 3,7 Sekunden auf 100. Wenn man so einen G63 sieht, der 4,5 Sekunden braucht und 220 km/h schnell wird, denkt man, besser geht's gar nicht. Der hier ja, ist deutlich schneller, wird 280 km/h schnell und hat einen Normverbrauch von nahezu unbezahlbaren 14,5 Litern. Aber das ist jetzt ja irgendwie eine ziemlich kalte Theorie. Was wir uns anhören wollen, ist natürlich, wie der Auspuff klingt. Wir wollen sehen, wie dieses Auto fährt. Ist es jetzt ein tiefer gelegter Hochsitz in der Performance-Version? Was soll das alles? Aber erstmal schauen wir uns den unendlichen Luxus vorne an und dann nehmen wir Jessie vielleicht einfach mal mit auf die Fahrt, weil Emotion. Kommt mit. Ja, kommen wir zum Innenraum. Unser Brabus-Tag neigt sich dem Ende zu. Da hinten war tatsächlich gerade ein Brabus-Bus. Aber ich bin dafür da, nicht schlechte Witze zu machen, sondern euch zu zeigen, dass der Innenraum eben keiner von jenen schlechten Witzen ist, sondern enorm geil geworden. Wir haben die Scheiben hinten, unten, wir haben da oben auf, einfach weil wir das Licht brauchen. Und wenn wir uns das jetzt hier mal anschauen, ist alles dunkelrot beleuchtet, hat ganz kleine rote Elemente. Ich habe eigentlich gedacht, hier sind 216 rote Elemente drin, aber die sind nicht da. Es ist einfach nur dunkel, es ist geil, es ist ledrig. Und jetzt schauen wir uns mal ja, die Lederstühle an. Hier, wir haben übrigens eine eigene Sattlerei bei Brabus. Schaut euch das an, die Steppung da drin. Ja, da kann Audi nicht noch was lernen, aber die können auf jeden Fall mit Audi mithalten. Und schaut mal hier, Brabus Masterpiece. Der Konstantin hat wieder unterschrieben. Brabus in der Kopfstütze drin. Hier hinten haben wir dieses dreiteilige Element, Glasdach hier nach oben. Und jetzt schaut mal, der Oh-Shit-Handle für Jessie, da steht Rocket Edition drauf. Wir haben hier eine Ambiente-Beleuchtung in Rocket Rot eben.
Lüftungsdüsen von Mercedes, Carbon. Hier ist überall Carbon, 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 Carbon. Ich bin mal gespannt übrigens, wann der Carbon-Trend in der Automobilindustrie endet. Wahrscheinlich nie. Und was jetzt geil ist, bevor wir eigentlich in die Tür schauen, ist der Boden. Weil da Brabus Einstiegsleiste ist und die ist aus Leder. Und schaut mal drunter, weil unter diesem Leder haben wir nochmal Leder. Ja, dann haben wir hier nochmal Leder. Hier, Alter, wenn man jetzt in die Tür schaut, ist da Leder, ist da Carbon, dunkle Chromelemente bei der Burmesteranlage, beim Türöffner. Dann haben wir nochmal Brabus in der Tür drin stehen und ja, also luxuriöser, mehr ledrig kann man sich das eigentlich nicht vorstellen. Und dann hier vorne eine Panerei in grün, das finde ich passt optisch nicht so ganz, passt allerdings zur Marke Panerei. Carbon hier überall natürlich, hier Carbon, Verstelldämpfer adaptiv sind natürlich hier, Fahrmodusschalter ist dann hier. Wir haben hier die Auspuffanlage, die wir steuern können, 360-Grad-Kamera haben wir dann hier. Ja, und hier können wir schön die Hand auflegen und guckt mal hier, ja, passt mein Handy rein. Ich hoffe, ich vergesse gleich nicht. Was ich jetzt sagen würde, ist, Jessie kommt mal rein und wir schauen uns einfach mal, ja genau, da hebt sie sich schon an ihrem Oh-Shit-Handle das Lenkrad an. Leder, eigens bezogen, 12 Uhr Markierung, Carbon Schaltpedal hier für die 9-Gang-Automatik, Carbon Gas und Bremse, da unten seht ihr das. Es fühlt sich schlecht an, meine schmutzigen Schuhe da drauf zu stellen. Ja, Lenkrad kann man natürlich elektrisch verstellen. Natürlich hier das ganze Dashboard, G-Klasse typisch, immer noch sehr aufrecht stehend. Und dann haben wir natürlich da vorne die Möglichkeit, hier uns unterschiedliche Dinge anzeigen zu lassen. Hier geht es immer wieder zurück. Den Race Performance Modus kann man dann auch hier links, rechts kann man ja verstellen in der Mitte. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, genauso wie an den G-Kraftmesser. Ich mache da ehrlich gesagt meistens die Navikarte rein oder ja, vielleicht manchmal auch die Geschwindigkeit, weil in so einem Auto ja, kann man auch schnell mal einen Führerschein verlieren. Oder die Assistenten, das geht ganz schnell. Hier kann man dann nochmal Dynamic Select machen, unterschiedliche Einstellungen hier drauflegen. Oder ihr habt eben die Fahrmodi hier, Individualsport, Sport Plus, einen Race-Modus gibt es hier nicht. Ja, aber braucht man den? Und interessant auch, viele fragen mich immer, ständig bekomme ich diese Frage an, wie sieht ein Bravo-Schlüssel aus? So sieht er aus, relativ unspektakulär. Ja, dann haben wir hier alles eben zum Fahrzeug, haben hier noch eigene Knöpfe für die Klima, die 3 Differentiale hier steuerbar, schaut euch gerne mal hier an, Auspuff dann hier, 360-Grad-Kamera, seht ihr jetzt von nah. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem System hier vorne. Nö. Kann man nur hier rüber steuern. Ach, bei Jessies Auto. Heute haben wir sehr viele Autos vorgestellt, auf jeden Fall. In-Car Office. Übrigens, hinten eignet sich der Platz perfekt auch, ja, um zu arbeiten, ne? Für einen Chauffeur oder so, wenn man sich sowas leisten kann. Natürlich kann man sich sowas leisten, wenn man so ein Auto hat. Fahrzeugsystem. Ehrlich gesagt will ich euch jetzt gar nicht dieses MBUX erklären. Was wir machen, ist meine bezaubernde Zauberkollegin Jessie hier reinholen und dann wird geballert! Ja, wen haben wir denn da? Die Jessie. Hast du Bock? Ja, voll. Schöner Tag heute. Ja? Ja. Bist du ein Rocket Man oder ein Rocket Girl? Rocket Man. So, jetzt fahren wir los. Was Ja. erwartest du dir von einem G900 Rocket? 900 PS und eine crazy Beschleunigung von 3,7 Sekunden auf 100. So, gut abgefragt. Ich mache ihn mal an hier. Und bevor wir losfahren, ja, beschäftigen wir uns mal ein bisschen mit dem Sound, oder? Erstmal hier nicht Schneemodus, hier liegt kein Schnee in Bottrop. Und Sound ist drin. Und jetzt hören wir uns mal an. Tschüss. Schon mal Drehzahl. Krank. Ich mache mal die Kippe hier raus. So klingt er normal. Lassen wir einfach mal drin. Sport Plus machen wir mal raus. Ich bin noch nicht ganz so confident. Das Auto wird 280 km/h schnell und das probieren wir jetzt mal auf dem Parkplatz hier auszutesten. Schaffen wir das? Ja, ich halte mich hier vorne fest. Jetzt fahren wir erstmal gemütlich. Wir wollen das Auto ja warm machen, ne? Pass auf den Bordstein auf. Den Bordstein. Welchen Bordstein? Der an der Seite oder links. Ah, Jessie, wo ist eigentlich der Bus? der Brabus. Wir sitzen im Brabus. Der Bus mit den Leuten, die sich für unseren Kanal interessieren. Ha! Beschleunigen wir gleich durch? Schon, oder? Kleiner Bus ist Machen wir jetzt es. einmal. Guck mal, da Ja. ist der Brabus.
Da ist er, der Brabus, ja. Ich film vorne oder im Motion? Vorne, beides. Beides. Okay. Oh Gott! Alter. Hast du oh Gott gesagt? Nein. So habe ich dich schon lange nicht mehr oh Gott sagen hören, ehrlich gesagt. So, jetzt auf die Schüttelfläche. Okay. Guck mal hier, Fahrwerk. Warte mal kurz, weißt du, was wir machen? Ja. Wir machen mal jetzt... Dieses Auto ist so unglaublich pervers. Den Komfortmodus rein. Der ist ja tiefer gelegt. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich trau mich nicht da drauf zu fahren. Ja, weil guck mal hier, ja, ich lass weiß mal. nicht, ob er das kann. Aber dafür ist das Auto ja nicht ausgelegt. Es ist nicht fürs Gelände ausgelegt, sondern um zu ballern. Aber, flexen. ja. Aber jetzt guck mal. Ey, das war voll witzig. Ja, gell? Schau mal da vorne, wie findest du, dass wir auf Brabus schauen? Es ist einfach immer so ein bisschen, man schaut Ja. in einem Brabus und weiß, ich bin ein Sollen wir nochmal Brabus. beschleunigen? Ja. Sagen die Leute, der kann nur durchbeschleunigen, der kann nicht richtig schnell fahren. Stimmt? Alter! Ich finde, das Auto trägt den Namen Rocket zurecht. Ja. Leiterrahmen macht natürlich die Karosserie hier sehr stabil. Und wenn man hier wieder mal dreht, schaut mal, ich drehe das Auto jetzt und ich finde es krass hier, das Gewindefahrwerk, auch wie die Brabus-Leute darauf achten, hier sind keine Verzerrungen drin, hier knarrt nichts, das Auto funktioniert gut, liegt richtig geil auf der Straße, es bläst sich hier auch neben meinem dicken Bauch in dem Modus nochmal was auf und schaut mal hier einfach der Sound und natürlich können wir hier different und warte mal, wenn ich hier... Hört er das? Dieses Gruppe 9 Autogeräusch, dieses Krass. mit diesem Blow-Off, das ist ja großartig. Ich will eigentlich gar nicht raus aus dem Auto, ganz ehrlich. Ich habe aber ein bisschen Angst. Jan, okay. Hey, oh, Jan, hey. Was? Vom Ding. Ich glaub, dachte eigentlich, ist wir schon schauen spät. mal, ob wir heute 280 km/h hinbekommen. Ich glaube, schon spät. Ich glaube, wir müssen jetzt hier wieder den Rudi muss los. Brabus abgeben. Was ich eigentlich gerne machen würde, wäre hier mit dem Bus mal über die Nordschleife rasen. Weil ganz ehrlich, da kommt ein anderes Auto. Das gibt Ärger. Das gibt Ärger. Ist es Brabus? Nee, ist nur AMG, nein. Ja. Ja, Jessie, jetzt sag mal deinen Eindruck. Erzähl's. Krank. Es ist irgendwie so absolut alles aus verschiedenen Welten, passt nicht zusammen. Schnelle G-Klasse, tiefer gelegt, crazy, prollig, aber irgendwie auch geil. 14,5 Liter soll der normalerweise brauchen, ne? Aber ich vermute mal, wenn wir so fahren, wie wir hier fahren, braucht er ein bisschen mehr. Ja. Was interessant ist, wo ist hier... Okay, der ist noch da. Ins Gelände, würdest du damit ins Gelände fahren? Nee. Würdest du mit mir ins Gelände fahren? Mit dir? Ja. Ja. Sicher? Ja. Keine Ahnung, was ich euch noch zu diesem Auto sagen soll. Krankes Technik, Wunderwerk. Ich Übrigens. möchte noch was sagen, es ist nämlich echt krass, wenn man sich hier überlegt, dass hier alles voller Leder ist und man einfach ein total schlechtes Gewissen hat, wenn man hier mit Schuhen reingeht. Und ich stelle es mir vor, wenn hier irgendwie die Ladies mit ihren hochhackigen Schuhen mitfahren und da unten in Leder reinbohren. Also es ist schon sehr speziell. Jetzt würde ich sagen, bald ist auch hier Nachtruhe, oder? Es kommt ein Fazit. Kommen wir zum Fazit. Und meine Oma hat ja immer zu mir gesagt, Jan, du bist ganz besonders. Du bist was ganz Besonderes. Ich wusste nie so richtig, ist es gut oder schlecht. Aber ich fühle mich heute so, weil ich darf ein Auto fahren. Und ich nehme es vorweg, was 571.000 € kostet. Dafür kaufen andere ganz bestimmt ein Haus. Und es gibt nur eins von 25 Stück und ehrlich gesagt gibt es gar keinen mehr davon. Ich habe bei Brabus so gefragt, ey Leute, jetzt sagt mal, wer fährt so ein? Cristiano Ronaldo, Marco Reus hat inzwischen überhaupt einen Führerschein? Will der überhaupt nochmal für die Nationalmannschaft spielen? Was ist mit dem Jungen? Jedenfalls haben sie gesagt, ey Jan, wir verraten gar nichts, wer diese Autos fährt. Aber es ist ein Geschenk von uns für die Kunden. Das bekommen nur ganz exklusive Kunden. Auch meistens nicht welche, die den ersten Brabus kaufen. Und ich sage, okay, ja, dann kaufe ich doch keinen. Ja. Und wenn man das Ganze mal kritisch beäugen will, ist es das unnötigste Auto der Welt. Das hat man uns schon beim G63 erzählt von Mercedes und AMG. Aber der hier, nochmal getuned, ist noch unnötiger. Aber genau das macht dieses Auto so exklusiv, genau das macht es auch für uns so, dass wir sagen, wir stellen es vor, weil die Stückzahlen und die Kilometer, die damit verkauft oder gefahren werden, die sind so gering, dass man diese Liebhaberei aus unserer Autofansicht lassen muss, genauso wie unsere
ja, Liebhaberei zu Oldtimern. Und wenn man hier bei Brabus in Bottrop ist, und ich hoffe, liebe Brabus-Freunde, ihr verzeiht es mir, aber wart ihr mal in Bottrop? Da weiß man schon, dass es hier viele Tüftler gibt, genauso wie bei uns im Schwarzwald, die Bock haben, was nahezu Perfektes noch besser zu machen. Ein G-Modell noch besser zu machen, was ja über die Jahre, über die Zeit besser gereift ist als jeder Schweizer Käse oder jede Schweizer Schokolade, ist schwierig. Ja. Wer das weiß, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Die haben den nicht hier im Leasing. Die werden den nie haben. Der ist ausverkauft. Was die sonst machen, ist für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern zu vergleichen. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ja, hier seid ihr gelandet bei dem Typ, der nie Rapper war, der es nie sein wird, der sich dieses Auto nie leisten kann. Der allerdings arbeitet, und zwar jeden Tag mit der bezaubernden Jessie für euch ein Review macht. Um genau 17 Uhr kommt es. Abonniert also den Kanal, abonniert den, habe ich zweimal gesagt, ne? Und dann seid ihr bestens aufgehoben für die Zukunft, werdet steinreich, seid vollkommen und bestimmt bald so ein Auto fahren. Oder auch nicht. Bis bald in einem anderen. Tschüss.